Good morning to the remnant. Einen guten Morgen an die Übrigen. I have almost an hour and a half, Also ich habe beinahe 1,5 Stunden, but I'm a teacher, not a preacher, aber ich bin ein Lehrer und kein Prediger. and teachers shut down at the 50-minute mark. Und die Lehrer, what do you mean shut down to I overstay? mean, for so many years we have to stop at 50 minutes that it's very natural to stop at 50 minutes. Ja, es ist für uns ganz natürlich, nach 15 Minuten immer Schluss zu machen. Maybe you don't 50 understand. oder- ja, 5-0 is the Okay, classroom. 50. Bei 50 Minuten müssen wir Schluss machen, weil so lange der Unterricht dauert. So I might give you a break during this long period. Es kann sein, dass ich euch eine Pause gebe in diesen Once upon a time in a land far away, Again? it happened once, Ja, es ist mal passiert. that there was a prostitute in the southern part of Thailand. Da gab es eine, wie nennen wir, nicht Prostituierte, aber Hure im Süden von Thailand. She became pregnant, Und sie wurde schwanger, but this did not trouble her too much aber das hat ihr nicht so viel Schwierigkeiten because bereitet, she oder, knew that her baby could Probleme be an gemacht. extra source of income. weil sie wusste, dass ihr Baby eine extra Einnahmequelle sein könnte. And she arranged to sell the child before it was born. Und sie organisierte, das Kind zu verkaufen, bevor es geboren wäre. A fairly wealthy Chinese couple from Malaysia made the purchase. Und ein ziemlich wohlhabendes Ehepaar aus Thailand hat das Angebot unter den Kauf gemacht. So they were Chinese people from Malaysia that Das waren- purchased a Thai baby. Also es waren Chinesen, die in Thailand waren. Sie haben dieses, Chinese People, wer? In Too Malaysia. complicated, isn't it? Ja, Okay. also Chinesen, die in Malaysia sind, sie haben das Thai-Baby sich So, gekauft. so this baby was named Joseph. Und dieses Baby hatte den Namen He Josef. grew up in Malaysia. Er wuchs in Malaysia auf. His parents, being Chinese, Und seine Eltern waren chinesisch. he being Thai, Er war Thai, also, but not knowing any of the Thai language. aber kannte kein bisschen von der dortigen Lokalsprache. In school, he was popular, In der Schule war er bekannt even though his race would normally have put him in the out group. oder eher populär, obwohl seine Rasse ihn eher in die Randgruppe gedrängt Can hätte. you guess why he was popular? Könnt ihr euch vorstellen, warum er dort populär war in der Schule? Yeah, his dad had money. Weil sein Vater Geld besaß. His dad was in the illegal offshore gambling business. Sein Vater befand sich in einem illegalen Geschäft. In what kind of business? Gambling on a boat in the Also ocean. Spielwarengeschäft, Spielgeschäft. Glücksspiel, okay. Das habe ich noch nie gehört. Gambling is always lucrative. Gambling always makes a lot of money for those who are in charge of the business. Also für diejenigen, die sich im Geschäftswesen beschäftigen, ist das Glücksspiel eine große Sache, wo man Gewinn schöpfen kann. Like many fathers, Wie viele Eltern Joseph's oder Väter dad thought it was his duty to provide well for his family. dachte auch Josefs Vater, dass es seine Pflicht sei, Wohlstand für seine Familie zu sichern. So how did he provide for them? Und wie kümmerte er sich um sie? He worked early and he worked late. Er war am Morgen tätig und auch noch am Abend. 7 days a week. 7 Tage in der Woche. He was a good Buddhist Chinese dad. War ein guter buddhistischer chinesischer Vater. Now what do you think? Was denkt ihr, If you were a little boy wenn ihr ein kleiner Junge wärt and you could choose between two, und ihr zwischen zwei Dingen euch einen Entscheid auswählen könnt? on one side having a lot of money, Auf der einen Seite, einerseits habt ihr viel Geld, but not much, you don't see your dad very often. aber du siehst deinen Vater nicht oft. And on the other hand, Und being andererseits, quite poor, arm, but your dad is very involved in your life. aber dein Vater ist ziemlich stark in deinem Leben involviert. Und Which do you think you would choose as a little boy? der Vater beteiligt sich in deinem Leben. Was würdest du dir als kleiner Junge eher wählen? Of course, the boy would choose to have his father. Natürlich würdest du deinen Vater wählen, der zu Hause wäre. The poor boy that plays with pine cones is just as happy as the rich boy that plays with toy trains. Okay, also der kleine Junge, der sich eher mit kleinen Spielzeugen, der arme Junge, der eher kleine Spielzeuge hat, der ist, also Tannenzapfen, okay, das hat, der ist genauso glücklich wie derjenige, der mit
einer Spielzeugeisenbahn spielt. So Joseph grew up without a father. Das heißt, Josef wuchs ohne Vater auf. I don't mean he didn't have a father. I mean he did not see him. Er hatte natürlich einen Vater, aber er sah ihn nicht. I don't mean he never saw him. I mean he didn't see him very often. I don't get the sense. Oh, okay. Also er sah ihn, aber he- nicht. His Ja. dad was so busy he did not see him very much. But then you say he saw him also. Yeah, I'm trying to clarify. Okay, ja, also er sah, also der Vater war so beschäftigt, dass er ihn nicht oft sah. I'm making life difficult for my translator. Do you know one of the effects of growing up with a father who you don't see very often? Let me start that over for you. Wisst ihr, was die Auswirkungen sind, wenn du mit einem Vater aufwächst, den du nur selten siehst? The chance of you becoming a homosexual gay man is much higher Dann ist nämlich die Chance, ein Homosexueller zu werden, if you viel don't see höher, your dad very much. wenn du deinen Vater nicht sehr oft siehst. And in the Buddhist culture, Und in der buddhistischen Kultur, there's no shame in becoming gay, da gibt es keine Scham dafür, homosexuell zu sein. at least in the culture where Joseph grew up. Zumindest in dieser Kultur, in der Josef aufgewachsen ist. So as he became a teenager, Und er wurde dann ein Teenager he began to experiment with homosexual experiences. und er hat dann versucht, mit homosexuellen Erfahrungen zu experimentieren. And before he was 18, he was all the way into that lifestyle. Und bevor er 18 war, war er voll in diesem Lebensstil drinne. And then he found out that he had HIV. Und dann fand er heraus, dass er HIV hat, ein Virus hatte. That's hard for a teenager. Das ist für einen Teenager eine harte Nachricht, Of course, he wasn't very mature, weil er noch nicht so reif war. and sex was really it was the most important part of his life. Und Sex war für ihn die wichtigste in seinem Leben. And even after he found out he was infected, Und nachdem er auch herausfand, dass er mit diesem Virus hatte, he continued having sexual encounters. hatte er immer noch sexuelle Aktivitäten. I think here in Europe, you could be put in jail for that, Ich glaube, hier in Europa könntet ihr dafür ins Gefängnis gehen. but this was Malaysia. Aber das ist Malaysia. While he was in this very discouraged state, he encountered some Pentecostals. Als er sich in diesem ziemlich entmutigenden Zustand befand, begegnete er einigen Pfingstlern. They invited him to church. Und sie luden ihn in die Gemeinde ein He came und er kam dorthin and he fell in love with Jesus. und er verliebte sich in Jesus. He was baptized into the Pentecostal church. Und er wurde in einer pfingstlerischen Gemeinde getauft. And that was very exciting. Und das war sehr spannend für ihn. But after about a year and a half, Aber nach 1,5 Jahren, when he was about 20, als er etwa 20 Jahre alt he war, encountered Seventh-day Adventist young people. begegnete er jungen Sieben-Tags-Adventisten. They invited him to church too. Und sie luden ihn auch in die Gemeinde And the ein. nice thing was he could go to both churches. There was no conflict. Und das Schöne war, er konnte ja beide Gemeinden aufsuchen, weil es da keinen Konflikt gab. But at the Adventist Tag. church, he was learning more. Aber in der Adventgemeinde lernte er noch mehr. And he liked it. Und er mochte es. And he joined the Seventh-day Adventist church. Und er wurde Mitglied in der Sieben-Tags-Adventgemeinde. He came to study at the school where I teach. Und er kam zum Studieren zu der Schule, wo ich unterrichte. But he could not pass any of the classes. Aber er konnte kein einziges Unterrichtsfach erfolgreich abschließen. He's smart enough. Er ist klug genug. He's studious enough. Er ist auch ein Studientyp. But he doesn't know English. Aber er kennt kein Englisch. And I only know English. Und ich kenne aber nur Englisch. So that was the problem. Das war das Problem, wo es sich gerieben hat. So he got discouraged. Das heißt, er wurde entmutigt. And there was not much I could do about that. Und ich konnte da ihm auch nicht viel helfen. I communicated to him that he could still work for God even if he couldn't pass the classes. Ich machte ihm klar, dass er auch immer noch für Gott tätig sein kann, auch wenn er die Unterrichtsfächer nicht abschließen kann. Some church offered him a job as a Bible worker. Und eine Gemeinde bot ihm die Stelle als Bibelarbeiter an. He accepted the job, Er nahm diese Stelle an and it was almost the end of his Christianity. und das war in etwa, als er ein Jahr Christ war.
I mean, Jesus sent his disciples out 2 by 2. Und Jesus, er hat ja seine Jünger zu zweit ausgesandt. It's not that they were going 2 to each door, Das heißt nicht, dass sie zu zweit an jede Tür gegangen sind, but it was 2 to each city. aber zwei in jede Stadt. And in that city, Und in dieser Stadt they could meet together often for prayer and consultation. konnten sie sich immer wieder öfters treffen zum Gebet und zu Beratungen. But Joseph was all by himself in the city, Aber Josef war in dieser Stadt für sich ganz alleine. and the devil was able to get him into a very deep discouragement. Und der Teufel war in der Lage, ihn in eine tiefe, entmutigende Phase hinunterzuziehen. And then he applied to go to our Adventist school in Thailand. Und dann Excuse meldete, me, not Thailand, in Taiwan. und dann meldete er sich in unserer adventistischen Schule in Taiwan an. In Taiwan, the medium is Chinese. The language they're teaching in is Also Chinese. in Taiwan ist die Sprache, die dort als Unterrichtssprache gilt, Chinesisch. So he would be able to study there. Also war in der Lage, dort zu studieren. But he didn't have a high school diploma. Aber er hatte keinen Gymnasialabschluss. You know, he'd been living that worldly life at that point. Ihr wisst, er hatte ja damals dieses weltliche Leben geführt. So he applied while he was discouraged, Also meldete er sich in seiner Phase der Entmutigung an. and the registrar apparently didn't see fit to respond to his application. Und die Leute, die dort arbeiteten, die waren jetzt nicht in der Lage, auf seine Anmeldung eine Antwort zu geben. He never heard back from the school. Er vernahm nie ein Feedback von dieser Schule. Now, I don't want to condemn the registrar. Ich möchte die Administration dort nicht verdammen. Maybe his letter never made it. Vielleicht ist ja sein Brief dort nie angekommen. Maybe it got lost in the office. Oder er ist im Büro verloren gegangen. I can't really say that someone made a mistake there, Ich kann jetzt nicht richtig sagen, als ob dass dort jemand einen Fehler begangen but I hätte. can tell you the effect of the no response on Joseph. Aber ich kann euch die Auswirkung sagen, die Josef verspürte. He began to contrast the friendly Pentecostals with the careless Seventh-day Adventists. Er begann, die freundlichen Pfingstler mit den sorglosen wenig unverantwortlichen Adventisten zu vergleichen. And Satan really cultivated those thoughts. Und Satan er kultivierte und entwickelte noch diese Gedanken. So I met with him last week. Also traf ich mich mit ihm letzte Woche. He told me that he's thinking of leaving the Seventh-day Adventist Church. Und er denkt darüber nach, die Adventgemeinde zu verlassen. That's very sad Das ist sehr traurig, because you haven't seen many people that were as zealous to share the gospel as Joseph. weil man nicht so viele Leute sieht wie Josef, die so einen Eifer dafür haben, das Evangelium weiterzugeben. When he was at our health center, Als er in unserem Gesundheitszentrum he would war often bring someone to me saying, "This person wants Bible studies." und er würde mir immer wieder Leute zu mir bringen, die sagen, diese Person möchte Bibelstunden haben. It wasn't necessarily true. Das war nicht immer wahr, They just didn't know how to tell him no. aber sie wussten nur nicht, wie sie ihm Nein sagen können. You understand? Versteht ihr? He was full of zeal and warmth. Er war voller Eifer und Tatendrang. I thought that he would get more good done in his short life than other people would do in a long life. Ich dachte, er wird in sein Kurzleben mehr hinbekommen, als viele andere Leute das nicht einmal in ihrem Langleben hinkriegen. But last week, Aber letzte Woche he's thinking of leaving the church. dachte er darüber nach, die Gemeinde zu verlassen. So we sat down and talked a while. Also saßen wir uns nieder und sprachen ein wenig miteinander. He had in his mind a whole list of the ways he had been neglected or ignored by believers. Er hatte also eine ganze Liste in sein Gehirn erstellt oder in sein Gedächtnis erstellt, die aufzeigt, wie er immer wieder von Gemeindegliedern vernachlässigt oder ignoriert wurde. And like many Asians, he has a very intense desire to get an education. Und wie viele Asiaten hat er ein intensives, dringliches Verlangen, ausgebildet zu werden. Pentecostal friends had offered him a free scholarship to their seminary. Die Freunde von der Pfingstgemeinde boten ihm eine kostenfreie Ausbildung in ihrer Ausbildungsstätte an. His lack of a diploma would be no problem to them. Und sein fehlender Schulabschluss wäre überhaupt kein Problem.
And you can just see how Satan was using all of these things. Und ihr seht, wie Satan all diese Dinge benutzte. So I'm going to tell you a little bit of what I told him. Also ich möchte euch jetzt ein wenig sagen, was ich ihm erzählt habe. I said the way that God evaluates people Ich sagte ihm, dass die Art und Weise, wie Gott Menschen bewertet, is on the basis of character. auf dem Charakter beruht. But the way he evaluates churches is different. Aber die Art und Weise, wie er die Gemeinden bewertet, ist anders. He evaluates churches on the basis of their teaching. Gott bewertet die Gemeinden auf Grundlage ihrer Lehren. A church is a group of people who are teaching the world. Eine Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die der Welt etwas beibringen. And what they teach is either true or not true. Die lehren etwas der Welt und was sie der Welt lehren, ist entweder wahr oder falsch. This is why Wycliffe did not try to reform the monasteries. Deswegen hat Wycliffe nicht versucht, die Kloster zu reformieren. People said to him, let's fix these monasteries. Die Leute schlugen Wycliffe vor, doch die Kloster in Ordnung zu bringen. Let's get rid of the immoral monks. Lass uns doch einfach die unmoralischen Mönche hinausschmeißen Take away the money that they have stolen from the people. und nehmt ihnen das Geld weg, das sie den Menschen gestohlen haben. But Wycliffe said no. Aber Wycliffe sagte nein. He said, it's not the people who've made the monasteries wicked. Das sind nicht die Menschen, die die Klöster so gottlos gemacht haben. It's the monasteries that have made the people wicked. Dass die Klöster haben die Menschen gottlos gemacht. It's the system, Das ist das System. so it needs to be destroyed. Also muss das System zerstört werden. If you understand that, Wenn ihr das versteht, then you would understand why I don't expect a call to leave the Seventh-day Adventist Church. dann versteht ihr, warum ich einen Ruf, die Adventgemeinde zu verlassen, nicht akzeptieren kann. Turn in your Bibles to Ezekiel 20. Lasst uns Hesekiel 20 aufschlagen. Maybe you're looking for an end to the story. Vielleicht wartet ihr schon auf das Ende der Geschichte. There isn't one. Es gibt kein Ende der Geschichte, Joseph is still thinking, weil Josef denkt noch nach. but you could pray for him. Aber ihr könnt für ihn beten. Ezekiel 20, and we'll look at verse 12. Hesekiel 20, Vers 12. This is the most famous verse in the whole chapter for Seventh-day Adventist. Das ist der berühmteste Vers in diesem Kapitel bei 7-Tags-Adventisten. Moreover, also I gave them my Sabbaths, Ich gab ihnen auch meine Sabbate, to be a sign between me and them, die ein Zeichen sein sollten zwischen that they mir might und ihnen, know that I am the Lord that sanctified them. damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. What kind of sign is the Sabbath? Was für ein Zeichen ist der Sabbat? It's a sign that God does the work of writing the law in the heart. Es ist ein Zeichen dafür, dass Gott die Tätigkeit ausführt, sein Gesetz in mein Herz zu schreiben. The Sabbath is the sign of sanctification. Der Sabbat ist das Zeichen der Heiligung. Sabbath isn't Der sanctification. Sabbat ist nicht Heiligung. It's the sign of it. Der Sabbat ist das Zeichen der I Heiligung. think you understand this idea. Ich denke, ihr versteht diese Aussage. It's quite similar to the issue of circumcision. Es ist so ähnlich wie bei der Beschneidung. Circumcision was a sign of the faith that Abraham had. Die Beschneidung war ein Zeichen des Glaubens, den Abraham bereits hatte. Circumcision wasn't the faith, Beschneidung war nicht der Glaube, but it was a sign of the faith. aber die Beschneidung war ein Zeichen des The Glaubens. faith came first. Der Glaube kam zuerst. The Sabbath is like that. Und der Sabbat ist so ähnlich. Now, you might know that just like you see in verse 12, you find something similar in verse 20. Und ihr findet jetzt etwas Ähnliches wie in Vers 12, auch in Vers 20. And you should hallow my Sabbaths, and they will be a sign between me and you, Und heiligt meine Sabbate, damit sie ein Zeichen sind zwischen mir und euch, that you may know that I am the Lord that sanctify you. damit ihr erkennt, dass ich der Herr, euer Gott bin. What you might not know Und was ihr vielleicht nicht wisst, is why it's in this chapter 2 times. warum befindet sich das in diesem Kapitel zweimal? Let me tell you why. Lasst mich ja sagen, warum. This chapter is a history of the Exodus story. Dieses Kapitel stellt eine Geschichte des Auszugs von Israel dar, aus Ägypten. When God found the Jews inside Egypt, Als Gott die Juden in Ägypten found them, yeah, when he okay,
Als es dort when vorfand, he saw them there. Yeah. That might be easier for you. yes, He didn't discover them to be a great group of very faithful slaves. entdeckte er sie nicht als eine Gruppe treuer Sklaven. They were, many of them, idolatrous. Viele von ihnen waren Götzenanbeter. They were not full of faith. Sie waren nicht voller Glauben. And they might even have turned Moses into the authorities after he killed the Egyptian. Okay. Und sie hätten vielleicht sogar Mose der obersten Gerichtsgewalt ausgeliefert, nachdem er den Ägypter getötet hatte. God would have destroyed them for their unfaithfulness, Gott hätte sie für ihre Untreue zerstören können, but he didn't do it aber er hat es nicht getan. because of the Egyptians. Und zwar wegen der Ägypter. If he had destroyed them, Wenn er sie zerstört hätte, the Egyptians would have been very confused. dann wären die Ägypter sehr verwirrt gewesen. So instead, he led them out of Egypt, Stattdessen hat er sie aus Ägypten herausgeführt. and he told them to change their ways, Und er sagte ihnen, dass sie ihre Wege ändern sollen. not to be like their Sie fathers. sollten nicht wie ihre Väter sein. And part of that is verse 12. Und ein Teil davon ist Vers 12. He told them, keep the Sabbath. Er sagte ihnen, haltet den Sabbat. It's a sign that I will sanctify you. Er ist ein Zeichen dafür, dass ich dich heilige. But they didn't do well. Aber das taten sie nicht They gut. rebelled in the wilderness. Sie in der Wüste rebellierten sie. They wanted to go back to Egypt. Sie wollten zurück nach Ägypten. They worshiped the golden calf. Sie beteten das goldene Kalb an. So God would have destroyed them, Das heißt, Gott hätte sie zerstört, but he didn't do it. oder vernichtet, aber er tat es nicht. Why not? Warum nicht? Well, you know one reason because we talked about it earlier. Wir haben schon über einen Grund gesprochen, vielleicht erinnert ihr euch. That was because of the prayer of Moses. Das war aufgrund des Gebets von Mose. But I want you to see another reason here. Aber ich möchte noch auf einen anderen Grund hier hinweisen. Look at verse 14. Lasst uns Vers 14 anschauen. But I wrought for my name's sake, Aber ich handelte um meines Namens willen, that it should not be polluted before the heathen, damit er nicht entheiligt würde in den Augen der Heidenvölker, in whose sight I had brought them out of Egypt. vor deren Augen ich sie herausgeführt hatte. What did God say? Was sagt Gott hier? I spared them because of the heathen. Ich habe sie wegen der Heidenvölker verschont. God cares about the heathen. Gott kümmert sich um die It's Heidenvölker. on his mind what's going to happen to the heathen. Es liegt an ihm, es ist in God's mind, in which sense? Also es ist in Gottes Denken, was den Heidenvölkern geschehen wird. So what does he do to punish the people? Was tut er jetzt, um die Völker zu strafen? Instead of destroying the church, Anstatt die Gemeinde zu zerstören, he rejected the generation. hat er die Generation abgelehnt. And then he said to the children, Und dann sagte er zu den Kindern that's in verse 20, in Vers 20, don't do like your parents. handelt nicht wie eure Väter, Those were the ones that entered into Canaan. weil diese Kinder, die Kinder waren es, die nach Kanaan kamen. Let me say it to you again. Ich möchte es euch noch einmal sagen. In Ezekiel chapter 20, In Hesekiel 20 you see what God does seht ihr, was Gott tut, when the people that have the present truth Wenn are die- living in rebellion. wenn die Menschen, die die gegenwärtige Wahrheit besitzen, in Rebellion leben. He doesn't destroy them. Er vernichtet sie nicht. He rejects a Er generation. lehnt eine Generation ab. And he says to the children, Und er sagt zu den Kindern, don't live like your parents. lebt nicht wie eure Eltern. But what if the children also rebel? Aber was, wenn die Kinder auch Rebellion leisten He würden? doesn't destroy them. Dann dann vernichtet er nicht die He Kinder. rejects the Er generation. lehnt die Generation ab. And he says to the children, Und er sagt zu deren Kindern, don't do like your parents. handelt nicht wie eure Väter. You know, that's happened to the Seventh-day Adventist Church. Und wisst ihr, das geschieht gerade mit der Adventgemeinde. We rebelled in the 1880s. Wir haben in den 1880er Jahren rebelliert. He didn't destroy us, Gott hat uns nicht vernichtet, but he rejected that aber generation. er hat diese Generation abgelehnt. And he said to their children, Und er sagte zu deren Kindern, don't live like your parents. lebt nicht wie eure Eltern. Well, now he's saying to us, Und jetzt sagt er zu uns, live the right way. lebt auf die richtige Art und Weise. Not like your parents. Nicht wie eure Eltern. So what happens if our generation
doesn't follow his counsel. Was passiert, wenn unsere Generation nicht seinem Ratschlag folgt? He's not going to destroy the Adventist Er wird church. nicht die Adventgemeinde vernichten. It's not because he just treasures you more than others. Es ist nicht, dass jetzt Gott dir jetzt treasures. Yeah, it's not because he loves the Adventists more Es than ist other jetzt people. nicht so, okay, dass Gott die Adventgemeinde mehr als andere Gemeinden bevorzugen oder lieben würde. It's not that he's more merciful to you than to other people. Es ist nicht, dass Gott jetzt barmherziger zu uns als zu anderen In Völkern reality, wäre. he holds you to a higher standard. In Wirklichkeit möchte uns Gott auf einen höheren Standard The reason hervorheben. that he spares the church Der Grund, warum Gott die Gemeinde verschont, is for the Buddhists and the Hindus and the Muslims. ist für die Moslems, für die Hindus und für die Buddhisten. How many of you understand what I'm trying to Wie say? viele verstehen das, was ich versuche euch zu sagen? I'm going to settle with that. Ich bin noch nicht damit zufrieden. So, God loves the heathen. Das heißt, Gott liebt die Heidenvölker. With that in mind, let's turn to our three angels' messages. Lass uns jetzt mit diesem Gedanken im Hinterkopf zur dreifachen Engelsbotschaft gehen, Revelation chapter 14. zur Offenbarung 14. Revelation 14, verses 6 through 12. Und dort die Verse 6 bis 12. We're not going to read it, but I hope that it's in your mind, this whole passage. Wir möchten jetzt nicht diese Verse lesen, aber ich hoffe, dass ihr diesen Abschnitt sowieso kennt. I just want to help you think about it a little bit. Ich möchte nur euch da jetzt anregen, ein wenig darüber nachzudenken. The first message introduces the judgment, Die erste Botschaft kündigt das Gericht an, the investigation. die Untersuchung. The second message Die zweite Botschaft introduces the verdict, kündigt die Verdict. whether you're guilty or not guilty. Kündigt an, ob du schuldig bist oder nicht schuldig bist. Das ist Urteil. The third message announces the sentence. Und die dritte Botschaft verkündigt den Urteilsspruch. Those that are guilty Diejenigen, die schuldig sind, will be tormented with fire and brimstone werden mit Feuer und Schwefel gepeinigt in werden. the presence of the Savior and of the angels that tried to help them. In der Gegenwart des Erlösers und der heiligen Engel, die versucht haben, ihnen zu helfen. So, what are the three Was messages? sind also die drei Botschaften? It's the judgment, Das Gericht, the verdict, das Urteil, declaration genau, of guilt, and the sentence. und dann der Urteilsspruch. Let me help you see it another way. Ich möchte, dass ihr das noch auf eine andere Art und Weise seht. How does Babylon pressure you to receive the mark of the beast? Inwieweit übt Babylon Druck aus, damit du das Malzeichen des Tieres annimmst? Babylon uses financial pressure and also the threat of death. Babylon benutzt finanziellen Druck und auch die Todesangst. Furcht vorm Tod. The threat of death is a strong motivational factor. Also der Druck bis hin zum Tod, das ist ein starkes Werkzeug. So Babylon says to you, Das heißt, Babylon sagt zu dir, receive the mark or you will die. nimm das Malzeichen an oder du wirst sterben. What does God say in the third message? Und was sagt Gott in der dritten Botschaft? If you receive the mark, you will die. Wenn du das Malzeichen annimmst, wirst du sterben. So you have two death threats in Revelation 13 and Das 14. heißt, ihr habt zwei Todesdrohungen. In Offenbarung 13 eine, in Offenbarung 14 eine. Do you know what those two threats do when you put them together? Wisst ihr, was diese zwei Drohungen machen, wenn ihr sie zusammennehmt? They distinctly show who you fear more. Sie zeigen dann ganz klar, wen du mehr fürchtest. If you receive the mark of the beast Wenn du das Malzeichen des Tieres annimmst and you know the third angel's und du message, die dreifache Engelsbotschaft kennst, it is proof that you're more afraid of men than you are of God. dann hat sich bewiesen, dass du mehr Menschenfurcht statt Gottesfurcht hast. And if you refuse the mark of the beast, Und wenn du das Malzeichen des Tieres it ablehnst, proves that you fear God more than you fear dann men. heißt es, dann wird bewiesen, dass du mehr Gottesfurcht statt Menschenfurcht hast. So what do these two death threats do?
Das heißt, was richten diese zwei Todesdrohungen aus? They are a crisis that reveals character. Sie stellen eine Krise dar, die den wahren Charakter offenbart. They don't create character, they reveal Diese character. zwei Krisen bilden keinen Charakter, sie zeigen, wie der Charakter ist. That's what I understand is the judgment of the living. Und so verstehe ich, das ist das, was ich unter dem Gericht der Lebendigen verstehe. The judgment of the living is an experience Das Gericht für die Lebendigen ist eine Erfahrung. that reveals character Das Gericht der Lebendigen ist eine Erfahrung, die den Charakter offenbart and reveals it accurately. und die den Charakter präzis offenbart. And how does it reveal it? Und wie wird dieser Charakter offenbart? By these two threats. Durch diese zwei Drohungen. There's quite a difference between Jesus and Satan. Es gibt einen starken Unterschied zwischen Jesus und Satan. I mean, that's pretty obvious, but let me explain what I mean. Ich denke, der Unterschied ist ziemlich offensichtlich, aber lasst mich das mal kurz erklären. I'm referring to how they receive worship. Ich beziehe mich darauf, wie sie die Anbetung annehmen. Look at Luke chapter 4. Lasst uns Lukas 4 anschauen. We're going to see what Satan thinks about worship. Wir möchten nachschauen, was Satan bezüglich Anbetung denkt. We'll look at verse 5. Und dort wollen wir Vers 5 anschauen. And the devil, taking him up into a high mountain, Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. So let me ask you a question. Ich möchte euch eine Frage stellen. Can the devil give visions? Visions? Visions. Okay, kann der Teufel Visionen geben? He can. Ja, er kann es. Many people will have visions that have no heavenly source. Viele Menschen werden Visionen haben, die keinen himmlischen Ursprung haben. So Jesus wasn't carried all around the world, Das heißt, Jesus wurde nicht durch die ganze Welt getragen, but he was given a vision of all the kingdoms of the world. aber er erhielt eine Vision über alle Königreiche der Welt. And it took a very short time. Und es dauerte nur kurz. And where did that vision come from? Und woher kam diese Vision? That was from Satan. Die kam von Satan. Verse 6. Vers 6. And the devil said to him, Und der Teufel sprach zu ihm, all of this power I will give you, und dir will ich alle diese Macht geben and the glory of them. und ihre Herrlichkeit, For that has been delivered unto me, denn sie ist mir übergeben and to whomsoever I will I give it. und ich gebe sie, wem ich will. Was he telling the truth or not? Sagte er jetzt hier die Wahrheit oder nicht? It wasn't true at all. Das war überhaupt nicht die Wahrheit. Individuals had given their life to Satan, Individuen, also der einzelne Mensch gibt sein Leben Satan. but God reserved the right to organize the kingdoms of this world. Aber das Recht, die Reiche dieser Welt zu organisieren, steht Gott zu. And he put people in charge that he chose to put in charge. Und Gott, er wählt sich die Leute aus, die in diesen Reichen die Verantwortung tragen. Verse 7. Vers 7. If you therefore will worship me, all will be yours. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. This shows that the devil is desperate. Das zeigt, dass der Teufel wie? Verzweifelt You could say ist. pitiful if you can't find a word for desperate. Let me explain. Ich möchte es euch noch kurz erklären. Let's say after this meeting, Ich möchte angenommen, nach diesem Treffen, I take 10 euros ich 10 Euro nehme and I say, I'll give this to you if you will bow down and worship me. und ich sage, wenn ihr they should worship you. Yeah. Also wenn ihr diese 10, ich gebe euch die 10 Euro, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. I don't think you will do it. Ich denke nicht, dass ihr das tun werdet. But if I go into Vienna Aber wenn ich nach Wien gehe and say it to a stranger, und das einem Fremden dort sagen werde, he might do it. mag er es vielleicht tun. I mean, if he can get 10 euros by kneeling down, Wenn er als 10 Euro bekommt, nur wenn er sich einmal vor mir niederkniet, why not? warum denn nicht? But if he does do it, Aber wenn er es tut and I give him his 10 und ich ihm euros, die 10 Euro gebe, should I feel very honored? sollte ich mich dann sehr geehrt fühlen? Not very honored. Nicht gerade.
How did I get him to bow down? Weil wie habe ich ihn zum Niederknien gebracht? I paid him. Indem ich ihm gezahlt habe. There's not much honor in that kind of worship. In dieser Art Anbetung ist nicht viel Ehre oder ja, Anerkennung Do you understand what I'm saying? drinne. Versteht ihr, was ich sage? But the devil accepts that. Aber der Teufel akzeptiert das. He even bribes to get worship. He bribes. He bribes people. Okay, er besticht Leute, damit sie ihn anbeten. Do you know that when the Buddhist bows down to his fat little idol, Ihr wisst, wenn die Buddhisten sich vor ihrem schrecklichen Götzen niederknien, that demons accept that as an honor to them? Dass die Dämonen das als ihnen erwiesene Ehre annehmen. The Bible says that. Die Bibel sagt It das. says that when you worship the idols, you really worship the demons. Dass wenn du die Götzen anbetest, dass du in Wirklichkeit Dämonen anbetest. So the devil accepts third-party worship. Das heißt, der Like you can worship him Third-party. through someone else. Das heißt, ja, der Teufel, er nimmt Anbetung an, die man eigentlich jemand anderen erweist. Er nennt das als eine dritte Partei Anbetung. Your heart doesn't have to be in it when you worship Satan. Dein Herz muss nicht dabei sein, wenn du Satan anbetest. You can see that in Revelation. Ihr seht das in der Offenbarung. The mark of the beast can be received either in the hand or the forehead. Das Malzeichen des Tieres kann entweder an der Hand oder an der Stirn angenommen werden. It doesn't have to be in the forehead. Es muss aber nicht an der Stirn angenommen sein. It's okay if it's just in the Es hand. ist okay, wenn es auch nur an der Hand ist. That's the way Satan is. Das ist die Art und Weise, wie Satan es macht. God is very different. Gott ist da ziemlich anders. It has to be in the Es forehead. muss an der Stirn angebracht sein. Look at John chapter 4. Lasst uns Johannes 4 anschauen. John chapter 4, and we're going to look at verse 21. Johannes 4, Vers 21. Jesus said to her, Jesus spricht zu ihr, Woman, believe me, Frau, glaube mir, the hour is coming es kommt die Stunde, when neither in this mountain nor yet in Jerusalem will you worship the wo Father. ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. You worship what you don't understand. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. We know what we worship, Wir beten an, was wir kennen, for salvation is of the denn Jews. das Heil kommt aus den Juden. Let me pause here for a minute. Hier eine kurze Pause. If you like poetry, Wenn ihr Poesie magt, Uriah Smith wrote a delightful poem. hat Uriah Smith ein sehr schönes Gedicht geschrieben. I think it's called Of the Jews. Und ich denke, es heißt aus den Juden. It's based on this verse right here. Und dieses Gedicht beruht auf diesem Vers. And it would just make you feel good to read it. Und es gibt ein schönes Gefühl, das zu lesen. But I'll leave you with that. Aber so viel dazu. Verse 23. Vers 23. But the hour is coming and now is, Aber die Stunde kommt und ist schon da, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in wo die truth. wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. For the Father seeks such to worship him. Denn der Vater sucht solche Anbeter. God is a spirit, Gott ist Geist. and they that worship him must worship him in spirit and in Und truth. die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Does Jesus accept heartless worship? Benimmt Jesus eine herzlose Anbetung an? Not at all. Überhaupt nicht. You can see this in Matthew 15. Wir sehen das auch in Matthäus 15. Matthew chapter 15. Matthäus 15 We'll move down to verse 8. und dort gehen wir zu Vers 8. This people draws close to me with their mouth. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund They honor me with their und lips, ehrt mich mit den Lippen, but their heart is far from me. aber ihr Herz ist fern von mir. So how does God relate to that? Was ist Gottes Bezug dazu? Suppose you're in a church here in Austria, Wie ist das in der Gemeinde in Österreich? Okay, zum Beispiel in der Gemeinde. and suppose that the best singing person in your church Angenommen, die Person, die am besten singen kann in deiner Gemeinde, is a beautiful young lady who doesn't dress very well. eine wunderbar aussehende junge Dame ist, die sich nicht züchtig kleidet. And also you know that she's quite flirtatious with the Und boys. ihr wisst, dass sie auch ziemlich flirtet mit den Jungs. And you're not even sure that she has a high level of morality.
Und du bist dir auch nicht ganz sicher, ob sie einen hohen moralischen Standard hat. But she has a beautiful voice. Aber sie hat eine herrliche Stimme. Will you let her lead worship? Würdest du sie den Gottesdienst gestalten lassen? I hope not. Ich hoffe nicht, Jesus doesn't want that. weil Jesus das nicht möchte. Now, if it was in a Buddhist temple, Aber wenn ihr jetzt in einem buddhistischen Tempel seid, let her lead. dann da kann sie das ruhig machen, Satan accepts that. weil Satan das annimmt. You don't have to have your heart in it. Weil du musst ja nicht mit deinem Herz dabei sein. But if you're going to worship God, Aber wenn du Gott anbetest, you must worship him in spirit and in musst du ihn im truth. Geist und in der Wahrheit anbeten. Verse 9. Vers 9. But in vain do they worship me, Vergeblich aber verehren sie mich, teaching for doctrines the commandments of men. weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. How does Jesus relate to that kind of worship? Wie bezieht sich, was ist der Bezug Jesu zu dieser Anbetungsart? He ignores it. Er ignoriert es. It's the kindest thing he can do. Das ist das Beste noch, was er damit machen kann. You might remember the way that Paul said it in Acts 17. Ihr wisst vielleicht, was Paulus darüber sagt in Apostelgeschichte 17. He said, You're worshiping God in a way you don't understand. Er sagt, ihr betet Gott auf eine Art und Weise an, die ihr nicht kennt. He says, In the past, God winked at this time of ignorance. Und er sagt, Gott hat die Zeit der Unwissenheit in der Vergangenheit übersehen. What does that mean? Was bedeutet das? It doesn't mean he accepts it. Das heißt nicht, dass er es annimmt. It means he kindly ignores it. Das heißt, er hat es einfach nur ganz freundlich übersehen. And now he commands every man everywhere to repent. Und nun gebietet er allen Menschen, überall Buße zu tun. I think I should finish the thought we started last night about the seal of God and the mark of the Ich beast. denke, ich sollte noch den Gedanken von gestern beenden über das Mahlzeichen des Tieres und das Siegel Gottes, was wir We're gestern talking hatten. about the third angel's message. Wir haben über die dritte Engelsbotschaft gesprochen. And you know, in that message, it says, Here are they that keep the commandments of Und God. dort heißt es, hier sind die, die da halten die Gebote Gottes. I want to talk to you a little bit about the Sabbath. Ich möchte ein wenig über den Sabbat sprechen. The Sabbath is holy. Der Sabbat ist heilig. You should keep it holy. Du solltest ihn heilig halten. Those sentences sound similar, but they're very different. Diese Sätze klingen ähnlich, aber sie haben eine unterschiedliche Bedeutung. Can you hear the difference? Könnt ihr den Unterschied The heraushören? Sabbath is holy. Der Sabbat ist heilig. You should keep it holy. Du sollst ihn heilig halten. Well, let me see if I can illustrate the Ich difference. möchte noch diesen Unterschied ein wenig veranschaulichen. Suppose a man does secular work on the Sabbath. Angenommen, ein Mann führt eine weltliche Tätigkeit am Sabbat aus. Is it holy or not? Ist das heilig oder nicht? It's a tricky question. Ist eine gemeine Frage. In one sense, the Sabbath is still holy. Zum einerseits ist der Sabbat immer noch heilig, In the other sense, it's been defiled. aber zum anderen wird das Sabbat verunehrt hier. There are two types of holiness that we're talking about here. Weil es gibt hier zwei Arten von Heiligkeit, über die wir reden. One describes purpose, Die eine Heiligkeit beschreibt die Absicht and other describes appropriate reverence. und das andere bezeichnet oder beschreibt den angemessenen Bezug dazu. One is the reason for the other. Das eine ist der Grund für das andere. It's because of the purpose that we should show the reverence. Aufgrund der Absicht sollten wir einen gewissen Bezug ausdrücken. Because of the purpose, we say the day is holy. Die Absicht ist, dass der Sabbattag heilig ist. There's nothing you can do to change the purpose. Es gibt nichts, mit der man diese Absicht, diesen Zweck ändern könnte. No matter how you live, it still has the same purpose. Egal wie du lebst, diese Absicht ist immer noch dieselbe. But when we say to keep it holy, Aber wenn wir sagen, den Sabbat heilig zu we mean to halten, live in a way that matches the holiness. dann sollten wir auf solch eine Art und Weise leben, die auch dieser Heiligkeit angemessen ist und da also zusammenpasst. Do you know you are the same way? You are the same way. Wisst ihr, dass ihr Yeah. auf dieselbe Art und Weise seid? He wants to evaluate what I say before he translates it. No, I just need to find the sense. Okay.
Yeah, you are the same way. Ihr seid genau dieselbe Art und Weise. When you were baptized, Als ihr getauft wurdet, you were set aside for holy purpose. wurdet ihr für einen heiligen Zweck zur Seite gesetzt oder abgesondert. It doesn't mean that you began to live a holy life. Das heißt nicht, dass ihr sofort begonnen habt, ein heiliges Leben zu führen. And you might have lived a holy life long before you were Und ihr baptized. mögt schon lange vor eurer Taufe ein heiliges Leben geführt haben. But you are sanctified in a certain sense when you're baptized. Aber wenn ihr getauft werdet, werdet ihr in einem gewissen Sinn geheiligt. If you understand that, it'll help you with a few verses in the Bible. Wenn ihr das versteht, dann werdet ihr auch einige Verse in der Bibel When verstehen. you find the introduction to the letters to Corinth, Wenn ihr die Einleitung der Korintherbriefe lest, Paul says that he's writing to those that are sanctified. weil er schreibt zu denjenigen, die geheiligt sind. But when you read the letters, Aber wenn ihr die Briefe lest, they are not sieht sanctified. man, dass sie eigentlich noch nicht geheiligt sind. So what's happening? Also was geschieht hier? It's those two different types of Es gibt sanctification. zwei verschiedene Arten von Heiligung. They are sanctified in the first sense. Sie sind vom ersten Sinne her geheiligt, They've been baptized. weil sie getauft wurden. They have a holy purpose. Sie haben einen heiligen Zweck. They ought to live in a holy way. Sie sollen auf eine heilige Art und Weise leben. But they're not living in a holy way. Aber sie leben nicht heilig. So they ought to, but you understand. Ihr versteht das. Sie sollten es tun, tun es aber nicht. If you see it, Wenn ihr das seht, then you'll understand why God chose the Sabbath to be a sign of sanctification. dann versteht ihr, warum Gott den Sabbat vorführt als ein Zeichen der Heiligung. I'm looking to see if anyone gets it. Ich möchte schauen, ob irgendjemand das versteht. The Sabbath is holy, Der Sabbat ist heilig, but you ought to keep it holy. aber du sollst ihn heilig halten. You are holy, Ihr seid heilig, but you ought to live in a holy way. aber ihr sollt auch heilig leben. The Sabbath is a sign of Der sanctification. Sabbat ist ein Zeichen der Heiligung. Still, you don't get it, Ihr versteht es noch nicht ganz, but I don't oder? know if I can help you. Aber ich weiß nicht, ob ich euch noch behilflich sein I'll say kann. it one more time and go on. Ich sag's noch einmal, dann gehe ich weiter. As you learn to keep the Sabbath appropriately, Wenn ihr lernt, den Sabbat angemessen zu halten, you're learning how to reverence something that is sacred. dann wisst ihr, wie man mit etwas Heiligem umgeht. But your life is sacred. Aber dein Leben ist heilig. It is for God. Dein Leben ist für Gott. And you're learning how to live yourself. Und ihr wisst und ihr lernt, wie ihr selbst leben könnt. Turn back to Isaiah 58. Lasst uns zu Jesaja 58 zurückkehren. Isaiah 58, we're going to look at the end of the chapter. Und dort möchten wir uns das Ende des Kapitels anschauen. Verse 13. Vers 13. If you turn away your foot from the Sabbath, Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, from doing your pleasure on my holy day, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord, wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, honorable, and if you honor him, und wenn du ihn ehrst, not doing your own ways, nor finding your own pleasure, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft nor treibst, speaking your own word. noch nichtige Worte redest. So verse 13 is like half a sentence. Das heißt, Vers 13 ist die Hälfte eines Satzes. It's a big if. Sind viele, viele Wenn. If you keep the holy day in a holy way, Wenn du den heiligen Tag auf eine heilige Art und Weise hältst, verse 14, dann Vers 14, then you will delight yourself also in Jehovah. dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben. And I will cause you to ride upon the high places of the earth, Und ich will dich über die Höhen des Landes führen and feed you with the inheritance of Jacob your father. und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. For the mouth of Jehovah has spoken it. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. What do these verses say? Was sagen diese Verse? Your delightful Christian experience Deine christliche Erfahrung, die, um das hier zu sagen, eine Lust beinhaltet. your satisfying experience as a son of God, Deine befriedigende Erfahrung mit dem Sohn Gottes. it hinges on your proper keeping of the holy day Sabbath. Es hängt zusammen oder fördert deine schöne Erfahrung des Sabbathaltens.
You know, if I tried, I could say all these things more simple. Let me just see if I can manage that. Wenn ich versuche, kann ich die Dinge auch einfacher mitteilen. Mal schauen, ob ich es hinkriege. Sabbath keeping Sabbat halten brings spiritual prosperity. Hat geistlichen Wohlstand zur Folge. And that's the idea in these two Und verses. das ist die Idee dieser zwei Verse. The Sabbath becomes an ideal sign of sanctification. Das Sabbat wird zu einem idealen Zeichen von Heiligung. Also, it's a test Außerdem ist der Sabbat eine Prüfung, that shows whether you take God at His word. die zeigt, ob ich Gott beim Wort nehme. But what is faith? Aber was ist Glaube? Faith is taking God at His word. Glaube bedeutet, Gott bei seinem Wort zu nehmen. One of the ideas that you find in Scripture several times Eine der Ideen, die ihr in der Bibel immer wieder vorfindet, is that the just shall live by faith. dass der Gerechte durch Glauben leben soll. That phrase is in there 4 times in the Bible. Diesen Ausdruck findet ihr 4-mal in der Bibel. Another phrase you find several times Eine andere Phrase, die ihr mehrmals in der Bibel findet, is that man should live by every word that comes from God's mouth. dass der Mensch aus einem jeden Wort leben soll, das aus dem Mund Gottes kommt. That passage is also in the Bible at least 3 times. Auch dieser Abschnitt befindet sich in der Bibel mindestens 3-mal. I think it might be 4. Ich denke, es kann noch 4-mal der Fall sein. If you put those 2 ideas together, Wenn ihr diese zwei Ideen zusammennehmt, either there are 2 different ways to live, gibt es entweder 2 verschiedene Art und Weisen zu leben, or these 2 ideas are the same. oder diese 2 Ideen meinen dasselbe. What were the 2 ideas? Was sind diese 2 Ideen? You live by faith. Du lebst aus Glauben You live by every word that comes from God's mouth. und du lebst aus einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Well, of course, they are the same. Natürlich ist damit dasselbe gemeint. Faith is living by every word that comes from God's Weil Glaube mouth. bedeutet, aus einem jeden Wort zu leben, das aus dem Mund Gottes kommt. So, what does faith look like? Das heißt, wie sieht Glaube aus? That depends on what part of the word that faith is considering. Das hängt jetzt davon ab, auf welchen Teil der Bibel der Glaube nimmt. When A.T. Jones was preaching to the church leaders in 1888, Als A.T. Jones zu den Gemeindeleitern im Jahr 1888 predigte, he took them to 1 Corinthians chapter 8. hat er 1. Korinther 8 ihnen präsentiert. 1 Corinthians chapter 8 and looking at verse 1. 1. Korinther 8, Vers 1. Now, as touching things offered to idols, we know that we all have knowledge. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir alle haben Erkenntnis. Knowledge puffs up, but charity builds up. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Do you see the idea in verse 1? Seht ihr diesen Gedanken in Vers 1? Knowledge makes a structure that's hollow on the inside. Erkenntnis baut eine Struktur auf, die groß aussieht oder ja, inhohl ist. But what does charity do? Aber was tut Liebe? It builds a substantial structure, a structure full of meaning and purpose. Sie baut eine substanzielle Struktur auf, die voller Absicht, Zweck und Bedeutung ist. Verse 2. Vers 2. And if any man thinks that he knows anything, Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, he knows nothing the way he ought to know der hat it. noch nicht so erkannt, wie man erkennen soll. So Jones said to the audience, Das heißt, Jones sagte zu der Zuhörerschaft, do you know anything? wisst ihr was? If you know anything, Wenn ihr irgendetwas wisst, then you don't know it as well as you ought to. dann wisst ihr das noch nicht so gut, wie ihr es eigentlich wissen solltet. If I know anything, Wenn ich irgendetwas weiß, I don't know it as well as I ought to. dann weiß ich das auch noch nicht so gut, wie ich es eigentlich wissen sollte. So Jones said, Also Jones sagte, let's just confess that this is true. lasst uns einfach bekennen, dass das stimmt. We know that Jesus died for us. Wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist. We know that he paid for our sins, Wir wissen, dass er für unsere Sünden gezahlt hat. but we don't know it as well as we ought to. Aber wir wissen nicht, was wir tun sollen.
In this case, faith looks like a confession. In diesem Fall sieht Glaube wie ein Bekenntnis aus. It's living in harmony with what the word says. Es bedeutet, in Harmonie mit dem zu sein, was das Wort Gottes sagt. And the word says, if you think you know anything, Und weil das Wort sagt, wenn du denkst, etwas zu kennen, you don't know it as well as you ought to. oder wenn du meinst, etwas zu kennen, das zu wissen, so hast du doch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Then he took them to Revelation 3. Dann nahm er sie zu Offenbarung 3. Revelation chapter 3 and verse 17. Offenbarung 3, Vers 17. He says, you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Jones said, Jones sagte, then I am wretched and miserable and poor and blind and naked. das heißt, dann bin ich elend, erbärmlich, arm, blind und bloß. And I don't know it. Und ich weiß es nicht einmal. Do you see what he's doing? Seht ihr hier, was er tut? He's taking the verse as it reads. Er nimmt den Vers so, wie es da steht. He's making it his own. Und er wendet es für sich selbst an. I hope you see it. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. I'll tell you one of my harder experiences in life. Ich möchte euch von einer meiner schweren Erfahrungen mein Leben erzählen. I think I've preached to several thousands of people the Laodicean Ich message. denke, ich habe zu Tausenden von Menschen schon die Laodicea-Botschaft gepredigt. I've told them in the plainest language I could figure to say Und ich habe ihnen erzählt in der einfachsten und direktesten Sprache, die ich in der Lage bin zu sprechen, that they're not converted, dass sie nicht bekehrt sind, that they're not covered with Christ's dass righteousness, sie nicht mit Christi Gerechtigkeit that zugedeckt they are sind, lost, dass sie verloren sind, that if Jesus comes back dass wenn Jesus the wiederkommt way they are, und sie so bleiben, wie they sie most sind, certainly will not go to heaven. dass sie mit Gewissheit nicht in den Himmel gehen werden. And when I say it as plainly as I Und can, wenn ich das so klar sage, wie ich es nur kann, and then they lead me to the back of the church, und dann sie mich in den hinteren Teil der Gemeinde and führen people shake my hand, und die Leute meine Hand schütteln, they thank me so kindly, dann danken sie mir so freundlich. but I don't see any evidence Aber ich sehe keinen Beweis, that they thought it meant them. dass sie gedacht hätten, dass diese Botschaft sie etwas angeht. It's somebody else that's unconverted. Sie denken ja, jemand anders muss bekehrt werden. Somebody else isn't ready. Jemand anders ist noch nicht Somebody else fertig, is lost. vorbereitet. Jemand anders ist verloren. But if that's the effect of the message, Aber wenn das die Auswirkung der Botschaft ist, it can never accomplish what it's intended to do for the church. kann diese Botschaft nie die Tätigkeit ausführen, zu deren Zweck sie der Gemeinde gegeben wurde. What is faith? Was ist Glaube? Faith is living by every word that comes from the mouth of Glaube God, bedeutet, aus einem jeden Wort zu leben, das aus dem Mund Gottes kommt. even the hard things. Auch betrifft auch die schwierigen Dinge. Let me summarize what I'm trying to say. Ich möchte jetzt zusammenfassen, was ich euch versuche zu vermitteln. In the third angel's message, In der dritten Engelsbotschaft you almost have two different parts. gibt es beinahe zwei verschiedene Bereiche. One is a death threat, Das eine ist eine Todesdrohung and the other is a description of the faithful people. und das andere ist eine Beschreibung der treuen Menschen. What does the first part say? Was sagt der erste Teil? If any man receive the mark, Wenn irgendjemand das Malzeichen annimmt or the name or the number of the beast, oder die Zahl des Tieres oder seinen Namen, he will be tormented with fire and with sulfur in the presence of the angels and of the Lamb. wird er mit Feuer gepeinigt werden und muss in der Gegenwart des Lammes und der Engel leiden. And the memory of that torment will last forever. Und das Gedächtnis dieser Peinigung wird für immer währen. Die What- Erinnerung daran wird für immer lehren. What does the second part say? Was sagt der zweite Teil? Here are the people that endure persecution. Hier sind diejenigen, die Verfolgung erleiden. Here are the ones that keep the commandments Sie halten die Gebote and that live by und faith. sie leben durch Glauben. And we're talking right now about that last element. Und wir sprechen jetzt gerade über dieses letzte Element. What does it mean to live by faith? Was bedeutet es, durch Glauben zu leben? That's to live by every word that comes from the mouth of Das God. bedeutet, aus einem jeden Wort zu leben, das aus dem Mund Gottes kommt. But not all the words that come from this book are comforting.
Aber nicht alle Worte, die aus diesem Buch kommen, sind tröstende Worte. When Jesus described the history of the world over 2,000 years, Als Jesus die Geschichte der Welt beschrieb, die in den nächsten 2000 Jahren geschehen he soll, divided that history into 7 sections. hat Jesus diese Geschichte in 7 Abschnitte eingeteilt. That's 200 or 300 years per section. Das sind 2300 Jahre pro Abschnitt. Two or 300 years per Das sind section. 200 bis 300 Jahre für jeden Abschnitt. In most cases, In den meisten Fällen he says something positive about that age of the church. sagt er etwas Positives über das Alter über diesen Zeitabschnitt der Gemeinde. And then he offers some point of correction. Und dann bietet er einen Punkt an, wo sie sich verbessern können. But there are exceptions. Aber es gibt Ausnahmen. The second church, Die zweite Gemeinde, that's the persecuted age. das ist das Verfolgungszeitalter. He doesn't have any word of correction Da for hat that age. Jesus für dieses Zeitalter kein Wort der Zurechtweisung. He says only be faithful to death, Er sagt nur, sei treu bis zum Tod. and I will give you a crown of Und ich life. werde dir die Krone des Lebens geben. Also the sixth age, Auch number bei der 6, 6. Gemeinde he has no correction for that hat age. Jesus keine Verbesserung oder Zurechtweisung für die He Gemeinde. tells them to hold fast what they have. Er erzählt ihnen die present have. To hold it tight what Okay, they er have. sagt ihnen, das, was sie haben, sollen sie festhalten. But the biggest exception is number 7. Aber die größte Ausnahme ist Nummer 7. It's our age. Das ist unser Zeitalter. Our age is the only one Unser Zeitalter ist das einzige, that doesn't even receive one word of commendation. wo kein einziges Wort der Verdammnis erhält. Condemnation. No approval. Approval, also kein einziges Lob erhält. The word I used was commendation, but it does sound like condemnation. I'm sorry. Okay. Let me say it again. Lass mich noch einmal sagen. Jesus says to our age, as a church, that you are naked. Jesus sagt in unsere Zeit hinein, dass wir als Gemeinde bloß sind, entblößt. That's the worst thing you can say to a church. Das ist das Allerschlimmste, was du einer Gemeinde sagen kannst. You can't say anything more serious than that. Ihr könntet nichts Ernsthafteres sagen als das. It means not wearing the robe of Christ's Weil das righteousness. bedeutet, dass du nicht das Kleid von Jesu Gerechtigkeit trägst. So why did you become a Seventh-day Das heißt, Adventist? warum bist du dann 7-Tags-Adventist geworden? In all likelihood, it was because of the beautiful truth that our church has. Es mag wahrscheinlich deswegen daran liegen, weil wir als Gemeinde eine so wunderbare Wahrheit besitzen. The truth is amazingly, I want to say coherent, but that won't help you translate. It makes a lot of sense. Das heißt, die Wahrheit, ist sehr sinnvoll. You und can macht viel see Sinn. it, Du kannst sie sehen. and it's just beautiful how it fits together. Und es ist einfach schön, wie alles so gut zusammenpasst. You can see it even if you still have an addiction to pornography. Du kannst das sehen, selbst wenn du keine Pornografie suchst. If you don't have it or have. Even if you do. Also, du kannst es sehen, selbst wenn du unter Pornografieabhängigkeit leidest. I mean that you easily can see the truth even if your heart has never been made new. Du kannst diese Wahrheit sehen, selbst wenn dein Herz niemals erneuert wurde. And what is the effect? Und was ist die Auswirkung davon? The church is filled up with people who love the truth, Die Gemeinde ist voller Menschen, die die Wahrheit lieb haben, but have never experienced the change that comes from the power of God. aber sie haben niemals diese Erfahrung durchgemacht, die durch die Kraft Gottes kommt So und I das Herz question verändert. Also was ich jetzt frage ist, if I've even experienced it. und ich stelle mir selbst die Frage, ob ich jemals diese herzensverändernde Macht erlebt I habe. wonder if I'm still missing the real thing. Und ich frage mich, ob mir diese echte Sache noch fehlt. And while I wonder about myself, Und wenn ich mich über mich selbst frage, I have very pessimistic views about almost everybody else. dann habe ich ziemlich pessimistische Aussichten
für alle anderen. Do you understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich sagen möchte? I think we live in a very dangerous Ich age denke, wir leben in einem ziemlich gefährlichen Zeitalter, when there's a whole lot more belief in the truth than there is living of the truth. weil wir viel mehr Glaube an die Wahrheit haben, als ein Leben nach der Wahrheit oder im Einklang mit der Wahrheit. So thankfully, Revelation 3 doesn't end with verse 17. Wir können dankbar sein, dass Offenbarung 3 nicht mit Vers 17 aufhört. I learned this morning that David is a literature evangelist. Ich habe heute Morgen erfahren, dass David ein Buchevangelist ist. You know, in Revelation 2 and 3, Jesus introduces himself to every one of those church ages. Ihr wisst ja, dass Jesus sich jeder einzelnen Gemeinde in Offenbarung 2 und 3 vorstellt. Do you know how he introduces himself to our age? Und wisst ihr, wie Jesus sich unserem Zeitalter vorstellt? He introduces himself as a colporteur. Er stellt sich als Buchevangelist vor, He's knocking on doors. weil er klopft an die Tür. He's selling the gospel. Er verkauft das Evangelium. It's very valuable, Das Evangelium hat viel Wert but he's serving the poor. und er dient den Armen, He says you can buy even if you don't have any money. weil Jesus sagt, ihr könnt sogar kaufen, wenn ihr kein Geld habt. That's the way he introduces himself to our age. Das ist die Art und Weise, wie er sich unserem Zeitalter vorstellt. What do you think? Was denkt ihr? When he knocks the door, Wenn er an die Tür klopft, is he well received? wird er da warm aufgenommen, herzlich aufgenommen? Do you remember what it says there? Wisst ihr, was hier steht? The part you remember is that if any man opens the door, Wenn jemand die Tür aufmacht, it says, I will come in. dann sagt er, werde ich eintreten. But the part you forget Aber das, was ihr is vergesst, before that. da steht noch etwas It davor. says, if any man hear my voice Wenn jemand meine Stimme hört and open the door. und die Tür öffnet. You see, many don't even hear. Wisst ihr, viele hören sie nicht einmal. Maybe I didn't hear. Vielleicht habe auch ich diese Stimme Maybe noch you nicht didn't gehört. hear. Vielleicht habt ihr diese Stimme noch There's nicht too gehört. much going on. Es geschieht so zu viel. Es ist zu viel los. So I'm waiting for that day Also ich warte auf diesen Tag, when I preach about the Laodicean message an dem ich über die Laodicea-Botschaft predige and I see evidence of a congregation that says that means me. und ich dann Auswirkungen oder sehe in der Gemeinde, dass die Glieder sagen, das bin ich. Maybe if that had happened, If this would maybe if happen- this had happened already in Malaysia, Vielleicht ist das ja schon geschehen, auch in Malaysia. maybe Joseph wouldn't be having such a hard time today. Da würde vielleicht Josef heute, wenn das in Malaysia bereits geschehen wäre, hätte Josef heute nicht so eine schwere Zeit. I showed him this chapter. Ich habe ihm dieses Kapitel gezeigt. I explained to him Ich habe es ihm erklärt, that you can't judge the Lord Jesus by the behavior of the people in the church. dass man den Herrn Jesus nicht verurteilen kann anhand des Verhaltens der Gemeindeglieder in der Gemeinde. He doesn't claim that behavior is representing him. Jesus behauptet nicht, dass dieses Verhalten der Gemeindekleider ihn darstellt und He repräsentiert. denies that it does. Er sagt, er verleugnet es. Do you know what he says to us? Wisst ihr, was er uns sagt? He says, you should buy from me white raiment, Jesus sagt, ihr sollt bei mir weiße Kleidung kaufen, that you may be clothed. damit ihr bekleidet werden könnt. And he says that the shame of your nakedness will not appear. Und er sagt, dass der Scham deiner Blöße nicht sichtbar sein wird. Maybe you don't know, Vielleicht wisst ihr das nicht, but the nakedness shows up aber die Blöße ist sichtbar. when you yell at your children, Wenn du deine Kinder anschreist, when you get angry at your wife, wenn du auf deine Frau böse wirst, when you cheat someone in business, wenn du jemandem im Geschäft betrügst, when you prioritize your entertainment over the souls of your neighbors, wenn du deine Unterhaltung als wichtiger einschätzt als die Seele deines Nachbarn, when you prioritize the success of your children over the salvation of your children. wenn du die Karriere oder den Erfolg deiner Kinder höher einschätzt als deren Erlösung. I mean, it shows up in so many ways. Wisst ihr, das zeigt sich auf so vielerlei Art und Weise. And we thought that it was invisible. Und wir dachten, das wäre unsichtbar.
But if his righteousness filled us, Aber wenn seine Gerechtigkeit uns erfüllt, that would do something amazing. dann tut diese Gerechtigkeit etwas It would lighten Erstaunliches. a little part of the earth with his glory. Denn dann wird ein kleiner Teil der Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchtet. And if it happened to a few thousand Und people, wenn das mit einigen tausend Menschen geschieht, it might even lighten the whole earth with his dann glory. möge sogar die gesamte Welt mit seiner Herrlichkeit erleuchtet werden. That is the very event that will bring on the judgment of the living. Und dieses Ereignis wird das Gericht der Lebenden einleiten. It's the event that will help people understand the two different threats. Dieses Ereignis wird den Menschen dabei behilflich sein, die beiden Drohungen zu verstehen. So I'll say it one time and have a prayer for you. Ich möchte noch was sagen und dann möchte ich gerne mit euch beten. Maybe you haven't even seen what real conversion looks like. Vielleicht habt ihr noch nicht einmal gesehen, wie eine echte Bekehrung aussieht. Maybe every other church age saw it routinely. Vielleicht hat es jedes andere Gemeindezeitalter regelmäßig gesehen. But maybe in our age it's so rare. Aber möglicherweise ist es in unserem Zeitalter so selten. Yet Jesus doesn't throw us aside. Jesus Does not schmeißt throw uns us nicht aside. hinaus He oder said, schiebt uns nicht zur Seite, he says, don't live like your parents. sondern er sagt, lebt nicht wie eure Eltern. Come up to the standard. Hebt euch auf dem Standard hinauf. Seek first the kingdom of God. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Live by every word of God. Lebt aus einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. And I can change everything for you. Und ich kann alles für dich verändern. I can give you a real experience. Ich kann dir eine echte Erfahrung geben. You can't even picture it. Du kannst es dir nicht einmal vorstellen, I can put you with me on my throne weil ich dich auf meinen Thron setzen kann, if you overcome the way that I overcame. wenn du so überwindest, wie ich überwunden habe. Let's kneel for prayer. Lasst uns niederknien zum Gebet. Our Father in heaven, Unser himmlischer Vater, I ask a gift for myself ich bitte dich vergib mir and for everyone here that has the same desire, und jedem von uns, der dasselbe Verlangen hat. that you would cover us with your righteousness, Bitte bedecke uns mit deiner Gerechtigkeit. that you would give us that gold, Gib uns das Gold, that you would come and have a special